Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Die Lufthansa darf endlich die ITA übernehmen. Die Lufthansa hat Probleme im A380er, der in Delhi gestrandet ist. Und die Lufthansa hat Aktienprobleme, weil die Aktie nicht so performt. Schauen wir uns auch nochmal an. Nein, ich gebe keine Aktientipps. Versprochen. Weiter geht's dann mit Brussels Airlines. Die haben Champagnermangel und geben Cremant aus. Das ist etwas, was irgendwie im Mai gekommen ist als Parole. Jetzt ist es wohl ernst. Dann gehen wir weiter und schauen uns die Negativrekorde in Anführungsstrichen zur EM an, welche Nationalmannschaften kurze Flüge gemacht haben und vielleicht auch Politiker. Warum, wieso, weshalb ist das ein Problem und warum regen sich die Leute überhaupt darüber auf? So, und letztes Thema ist Chase, Ultimate Rewards, denn wir haben ja Meilenmittwoch. Ich möchte euch ein bisschen den Mund wässrig machen, damit der Meilenmittwoch auch schaut. Ihr könnt an dieser Stelle wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen und ja, Kanalmitgliedschaft. Also, ja, das erste Thema, was wir haben, das ist das Thema Lufthansa darf endlich die ITA übernehmen. Und das war ja auch ein langer Leidensweg, wenn man das sich so anguckt. Die EU hatte Angst, dass die Preise in Europa anziehen, weil die Lufthansa zu viel Marktmacht bekommt. Aber leider ist es so, dass diese Thematik von Lufthansa dann, federn lassen musste. Für uns Passagiere, vielleicht ist das ein Blessing in disguise. Weil ich sage deshalb leider, weil am Ende des Tages hat es mich nur noch genervt, weil man hier über 1,5, 2 Jahre permanent erzählt, ja, Sie dürfen nicht, dann machen Sie das. Man hat im Prinzip Wasserstandsmeldung gegeben und jetzt ist es so, dass Sie es endlich dürfen. Und die Lufthansa kann nach dem langen Tauziehen endlich da rein und kann die ITA dann irgendwann vielleicht mal ganz übernehmen. Wenn wir uns mal angucken, was die Lufthansa alles machen muss, um die ITA übernehmen zu dürfen. Und das ist natürlich immer mit dem Fokus darauf, dass die Verbraucherinnenpreise nicht weiter steigen. So sagt es zumindest die Frau Vestager von der EU. Die Lufthansa muss bei Europaflügen helfen. Und zwar ihren Mitbewerbern. Die Mitbewerber sollen Städtepaare bekommen, heißt also sowohl den Slot in Italien als auch dann in dem Land, wo sie hinfliegen. Und damit ist es so, dass die Frau Vestager, ich kriege schon wieder Stottern, auf jeden Fall bei der Frau Vestager, dass sie gesagt hat, im vollen Umfang die rechtlichen Bedenken ausgeräumt worden sind in Form von, dass man Monopolstrecken bekommt. Das Finanzministerium und die Lufthansa müssen einem oder sogar 2 Konkurrenten da die Möglichkeit geben, die Strecken zu fliegen. Und jetzt kommt der Knüller. Und zwar ist es so, dass es von Rom oder Mailand zu Städten in Zentraleuropa geht. Da geht es auch um die Kreuzer. Das heißt, man muss Flüge anbieten nach München, nach Frankfurt, nach Brüssel und so weiter. Aber auch bei den Flügen nach Nordamerika. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass man Flüge nach Nordamerika, und da waren es ja auch einige, ich glaube Toronto und ich weiß gar nicht, was das da war, San Francisco, Chicago, Boston und Washington, oder war es nur Washington, ist es so, dass sie nicht nur die Flüge anbieten müssen mit den Slots, dass sie also quasi jetzt als Beispiel Toronto-Rom fliegen, sondern dann auch weiter auf Alitalia von Rom oder ITA, wie sie ja noch heißen, fliegen können. Also das heißt, wieder eine selbe Situation wie mit der Condor, dass man da Po-Rate-Agreements machen muss und dass die ITA halt wirklich auch nicht Mitglied werden darf in diesem Bündnis über dem Atlantik. Das ist auch ein Problem. Aber Brüssel wird erst noch mal prüfen. Das heißt also, man hat jetzt da grünes Licht gegeben, aber ich zitiere im Prinzip im Rahmen eines separaten Genehmigungsverfahrens zu prüfen, ob man dort die Rivalen im Europa- und im Nordatlantikverkehr auch akzeptieren kann als EU. Dass das also nicht irgendwelche Pappkameraden sind, die da aufgestellt worden sind. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze passiert. Und wie schnell das Ganze geht. Schön für uns ist es halt, dass wir dann auch mit Lufthansa Miles & More auf dem italienischen Markt Lasagne in der Lounge essen können. Hoffentlich wird das nicht weg-enhanced, wie das so schön heißt. Wir haben schwachen Aktienkurs. Und warum ist es so? Warum ist bei der Börse der Aktienkurs der Lufthansa so, einige sagen unterbewertet
Und ich kann das persönlich nicht wirklich beurteilen, weil ich gebe ja keine Aktientipps. Ich bin ja auch jetzt niemand, der sich mit den Aktien großartig beschäftigt. Ja, ich hatte Lufthansa-Aktien, habe da, glaube ich, Geld verloren. Ich weiß es noch nicht, das ist so lange her. Und da ist es so, dass die Börsengemeinde etwas skeptisch ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Nachricht von der Lufthansa-Übernahme der ITA positiv aufgenommen wird, aber das könnt ihr dann unten kommentieren. Am Silvester 2017 war es ja so, dass man einen neuen Rekord hatte. Da war der Rekordwert von 22 Euro pro Aktie. Im Moment ist es irgendwo bei 5,75 Euro. Ich glaube, ich habe für meine Aktien damals mehr bezahlt. Ich glaube, waren es 12 Euro? Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber es ist wirklich so lange her. Und diese Marktkapitalisierung, die man hatte, ist ja, wenn man von 22 zu 5 Euro ein paar kaputte geht, das ist fast weniger als ein Viertel. Ne? Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und man sagt auch jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, weniger als 7 Milliarden Euro ist der Konzern inzwischen wert. Wie wenig es ist, zeigt ein Vergleich des Börsenwerts. Und so habe ich das mal gelernt, dass wenn man sich anguckt, was die Firma an Assets hat, also wirklich an Sachen, die Geld kosten und Geld bringen, dann sieht man das an der Flotte. Und jedes der 643 Flugzeuge, welches die Firma selbst besitzt, sie hat ja auch einige geleast und die hatten ja auch damals Leaseback gemacht, ist das so, zahlt man im Schnitt gerade nur 11 Millionen Euro. Und der ganze Rest, Gebäude, Marken, Streckenrechte und so weiter, gibt's quasi kostenlos dazu. Also auch vielleicht ein Übernahmekandidat deshalb. Wer sich mit Aktien auskennt, kann auch da unten mal was zuschreiben. Können wir natürlich auch auf WhatsApp schreiben, aber ich finde es immer sowas spannender, wenn wir das mal öffentlich diskutieren, als immer nur auf WhatsApp mit den Kandidaten. Ihr wisst ja, wen ich meine. Sind einige, die mit mir über die Lufthansa-Aktien immer schreiben. Und ich sage dann immer, nee, gibt keine Aktientipps. Aber die Aktie ist halt wirklich schlechter gelaufen. Und wenn man halt sich das anguckt, seit Anfang 2022 ist der Lufthansa-Aktienkurs um 7% gesunken. Wenn man weiter vergleicht damit der KLM, ist das so, aber um 52%. Im Durchschnitt verloren die Aktien von den Fluggesellschaften nur rund 2%. Da sieht man also diese Gefälle-Geschichte. Und British Airways Iberia konnte in den letzten 2,5 Jahren 17% zulegen. Ryanair hat 8% zugelegt. Also das sind ganz andere Zahlen, als man sie von der Lufthansa-Aktie kennt. Die Analysten und Analystinnen ist zum Beispiel jetzt zurückgegangen, die Kaufempfehlung. JP Morgan zum Beispiel hat sogar eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. JP Morgan sind mit meiner Chase Bank in den USA verbandelt. Und ich bin mal gespannt, was ihr als Gründe sagt, warum die Lufthansa so schlecht performt im Aktienmarkt. Ist es wirklich Carsten Spohr oder ist es vielleicht das, was auch jemand drunter geschrieben hat? Das ist jetzt nicht von mir, der gesagt hat, naja, die Aktionäre fliegen halt auch mit Lufthansa und wissen halt, wie es um die Lufthansa wirklich auch steht. Und das ist auch ein interessanter Ansatz. Denn wenn man überlegt, dass es verschiedene Elemente sind, wie zum Beispiel die größeren Konzessionen, die man machen musste bei der ITA. Also das heißt, dass man da halt wirklich Geld liegen lassen musste und die Synergieeffekte vielleicht gar nicht mal so groß sind. Dann weiter ist so, dass Deutschland ja auch der kranke Mann ist im Moment im europäischen Kontext, ist leider auch so. Und die Wachstumsprognose in Deutschland ist ja irgendwie bei 0,4%, was ja quasi gar nichts ist. Wir sehen ja auch, große Firmen gehen einfach weg, BASF und so weiter, wollen nicht mehr bei uns produzieren. Die EU erwartet immerhin 2025 1,5%. Ne, Quatsch, nur 1%. Wir erwarten 1,5%, weil die EU pessimistischer ist. So ist es richtig. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Dass natürlich dieses Schlusslicht-Thema in Deutschland ein Riesenproblem darstellt. Vielleicht ist ein Regierungswechsel da ein Problem und die Lufthansa ist einfach nur das Opfer der Regierung, weil halt alles da so schlecht ist. Ich würde das jetzt so nicht ganz so sagen. Vielleicht ist das natürlich auch so, dass die Eckdaten der Lufthansa für den Aktionär im Allgemeinen etwas problematisch sind. Aber es gibt halt wirklich auch Probleme, die sind hausgemacht. Und die muss man natürlich auch angucken. Wenn man sich da anguckt, wie zum Beispiel die Passagierzahlen bei der Lufthansa zwar steigen, aber andere Regionen stärker steigen, wie die Kosten in Deutschland steigen, wenn man das sich anguckt. Jetzt auch noch dann von der Regierung da die Steuererhöhung gewesen im Mai. Und diese Fehler, die man in der Pandemie gemacht hat, war halt wirklich, dass man
das Angebot so stark zurückgefahren hat, dass man jetzt kein Personal bekommt, dass man halt nicht so stark wachsen kann, wie man es eigentlich hätte können, wenn man die ganzen Leute nicht entlassen hätte. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum andere Fluggesellschaften besser dastehen. Und ich glaube, dass wenn man sich das wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, was da alles bei der Lufthansa gemacht worden ist, lässt es sich vielleicht wirklich unter diesem Kommentar subsumieren, der gesagt hat, die Kunden fliegen halt, die Aktionäre fliegen halt mit der Lufthansa. Und wenn man halt die anderen Kommentare sich das anguckt, die L heißt aktuell nicht sonderlich gut, siehe gesunkene Marketing- und Brandkennzahlen, veraltetes Produkt, innovationsarm in einem sehr schwierigen gesättigten Markt mit starker regulatorischer und politischer Einschränkung. Das ist halt eine relativ gute Zusammenfassung. Und die Lufthansa hält er trotzdem für unterbewertet, trotz aller Probleme in Deutschland. Dann ist auch ein riesiger Luftfahrtenmarkt, aber sonst baut sich jetzt die neue Flotte um 350, 789er und 330er, 340er gehen ja weg von der Flotte. Das sind ja die Spritfresser und die alten Buden, aber auch bei der Auer. Heißt also, dass man da jetzt sieht, dass man bei der Lufthansa auch darunter leidet, dass man falsche Produkte eingebaut hat, dass also der Sitz eigentlich von Anfang an ja schon in der Business Class ein Problemfall da war. Und er schreibt weiter, mit Denken aus 1990 gewinnst du halt in 2020 halt keinen Blumentopf mehr. Und da bin ich mal gespannt, was ihr sagt, wie da ist. Das ist aus eurer Sicht, ob man da jetzt wirklich mit Allegris vielleicht einen neuen Drive reinbringt. Ich habe hier jetzt wieder lange über die Lufthansa-Aktie gesprochen, obwohl ich ja keine Aktientipps gebe. Deshalb lasst uns direkt zum nächsten Thema weitermachen. Und zwar ist das nächste Thema auch Lufthansa. Die haben Probleme mit einem Airbus A380, der nach der Landung beim Rollen haben sich da 2 Reifen verabschiedet, dann ist ein Feuer ausgebrochen an den Bremsen. Und das Interessante an der Geschichte ist halt wirklich, wenn man sich das anguckt, dass natürlich bei der Lufthansa 380er Mangelware ist. Man hat 5 Stück im Dienst, der 6. kommt gerade angeflogen demnächst und damit hat man halt auch keine Möglichkeiten, diese Busy Bees, war es nicht Flying Bee oder sowas, der komische Name, der da rausgegangen ist, dass der Flieger als solches dann logischerweise keinen Ersatz hat. Und so ist es so, dass das Flugzeug heute noch am Juli zurückkommen soll nach Deutschland. Der Rückflug wurde allerdings annulliert. Und wenn man mal anguckt, wie es ist es so, dass München-New York auch geändert wurde auf 350er, weil man natürlich keinen 380er als Ersatz hat. Und da bin ich auch mal gespannt, was das ist. Das ist jetzt aber auch schlechtes Pech oder schlechtes Glück. Egal wie du es siehst oder wie ich es gerade formuliere, ist so, dass es natürlich mit so einer kleinen Teilflotte ein Riesenproblem ist. Das ist jetzt das 2. Mal, den Flieger erwischt hat, ist natürlich ein Problem. Aber beim Super Jumbo, wie man hier schreibt, ist es natürlich auch so, dass man auf einmal dann auch viele Passagiere hat, die davon betroffen sind. Ja, das Ersatzteil ist halt heute dann wahrscheinlich angekommen und jetzt geht's dann natürlich weiter mit dem Flieger und bald wieder in Umlauf. Nur so als Hinweis, weil ich auch darauf angesprochen worden bin in Bezug auf die Thematik. Was hältst du davon, dass der Flieger schon wieder im Popo ist? Ach, ich hatte ganz vergessen, die Fragen des Tages zu machen, aber die machen wir ganz am Ende. Wir wollen jetzt uns der Brussels Airlines nochmal wenden. Und zwar die Brussels Airlines. Da gab es einen Tweet, den ich euch zeige, und zwar hier. Der ist aus dem 19. Mai 2024 und da war es so, dass der Kollege es verstörend gefunden hat, dass Flying Brussels, oder so ist der Handle auf X, Champagner auf Kurzstrecken in der Business Class austauschen will gegen Cremant. Cremant ist aus dem Elsass, also nicht aus der Champagner-Region, ein Champagner, sondern es ist halt im Prinzip dieselbe, ich sage jetzt mal provokativ, Brause, aber halt nicht mit Champagner in der Champagne gemacht. Deshalb ist der Name halt Champagne. Und er geht weiter, was ist das? Vielleicht sind Lufthansa-Passagiere damit glücklich, aber für eine belgische Fluggesellschaft sollte man sich nicht mit so einem mittelguten Entschuldigung abgeben.
Also insofern hier mal interessant. Was dann auch weiter interessant ist, You Have Been Upgraded hat da natürlich direkt geschaut. Er hat da auch einen Beitrag heute zu gemacht. Oder war es gestern? Nee, war gestern den Beitrag gemacht. Und sagt, sie würden darüber schweigen. Und natürlich, worüber er sich auch beschwert, und das sieht man ja auch hier irgendwo, dass das auch nicht auf der Webseite irgendwie erwähnt wird, dass man jetzt den Champagner macht. Er schreibt weiter, Champagner durch Cremant zu ersetzen ist wenig elegant, noch weniger elegant ist es aber, die Produktbeschreibung nicht zu aktualisieren. Seit 1,5 Monaten bis heute ist der Champagner bei Brüssel Airlines weg, aber die Homepage schwärmt immer noch davon. Ja gut, das ist halt unangenehm. Ganz unangenehm, wenn Marketing nicht so funktioniert. Aber wer von euch hätte auf Champagner gesetzt? So, jetzt geht es weiter mit der Fußball-EM und nein, und ich werde keine Spiele besprechen. Ich werde keine Ergebnisse besprechen, sondern wir werden mal so ein bisschen die Skandälchen der EM besprechen. Denn es gibt da jetzt einen Skandal von der französischen Nationalmannschaft. Die ist mit einem Class-Jet-Flug nach Paderborn gebracht worden, was ja eigentlich nicht schlimm ist, wenn, und das ist jetzt das, was hier ist, dass der Flug nur 20 Minuten innerhalb Nordrhein-Westfalens war. Und zwar ist es so, dass man natürlich gesagt hat, man möchte nachhaltige Spiele haben. Und dann ist natürlich ein Flug von 20 Minuten und der Flug ging von was war es denn hier, von Paderborn nach Düsseldorf und zurück. Und wenn das 124 Kilometer sind, ist das natürlich ein Thema, warum man so etwas nicht mit dem Bus bringt. Jetzt sagt ihr, ja gut, das ist halt alles so, wie es ist. Aber mit dem Bus oder mit der Bahn ist es anscheinend dann doch nicht so weit, weil man hat ja gesagt, man möchte die nachhaltigsten EM-Spiele haben in Deutschland, die man je hatte. Und dann gibt es natürlich dann auch solche Themen, wo die deutsche Nationalmannschaft 40 Minuten geflogen ist, oder 36 waren es, von Nürnberg nach Dortmund und so weiter. Auch die Schweizer, hatte jemand geschrieben, sind geflogen. Da gibt es natürlich auch Themen, die dann natürlich für Skandale sorgen in meinen Augen, weil man kann halt auf der einen Seite nicht etwas behaupten, was man auf der anderen Seite nicht liefert. Ich habe kein Problem damit, dass die fliegen. Sollen sie machen. Alles not my monkeys, not my circus, not my business. Aber dann halt erklären, dass das Ganze so öko ist. Und wenn es dann sogar noch weitergeht, dass die Bundesregierung und unsere Annalena Baerbock, glaube ich, 184 Kilometer geflogen ist, nach Luxemburg von Frankfurt aus und dann noch das Nachtflugverbot, was von den Grünen dort, ich will nicht sagen versaubeutelt worden ist, aber dann umgangen wird, das finde ich dann auch immer problematisch. Also im Prinzip, dass man halt uns vorschreibt, wir sollen im Prinzip einmal pro Jahr nur noch in Urlaub fliegen, aber dann fliegt man. Aber wenn man dann liest, was die Grünen schreiben, und wir hatten im Vielflieger-Stammtisch jemanden, der geschrieben hat, man soll uns nicht so anstellen, das sind keine Probleme und so weiter und so fort, weil sie ist halt immer unterwegs, um die Welt zu retten. Ja, so kann man das natürlich zusammenfassen. Das ist jetzt meine böswillige Zusammenfassung, deshalb sage ich auch nicht, wer es geschrieben hat. Und ich sehe das irgendwie problematisch. Also ihr könnt hier auch nochmal schreiben und kommentieren, was ihr davon haltet und was ihr dazu denkt. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Und ich höre jetzt auf, weil sonst kriege ich Hals. Ne? So, wir haben noch das Thema, was euch auf den Meilenmittwoch vorbereiten soll. Das erste Thema, was ich hier beim Vielfältiger Stammtisch sagen werde, das ist Chase Ultimate Rewards Punkte, Transfer zu IHG. Und zwar in Amerika gibt es die Chase-Karte, die ähnlich ist wie die American Express Membership Rewards Punkte. Eine sehr, sehr gute Karte. Und ihr seht halt, wenn man so eine Karte habt, die haben jetzt auch mit den IHG eine Promotion, das heißt, man kriegt 80%. Ich persönlich finde jetzt IHG nicht so valuable, aber man sieht halt wirklich, wie viel Möglichkeiten man hat mit IHG dann zu machen. Es gibt da nämlich einen Bonus und dieser Bonus, den es da gibt, hier seht ihr es nochmal, da habe ich das ein bisschen zu groß gemacht, da gibt es dann 80, da gehen wir es hin, 80%. Und dieser Bonus ist natürlich ein Limited-Time-Bonus. Hier haben wir es nochmal dazu mit den Bedingungen. Und da seht ihr das, wenn er die transferiert vom 1. Juli bis zum 31. Juli. Und da gibt es dann halt diese Boni. Wichtig ist halt wirklich, dass es
1000 Punkte würden dann 1800 Punkte geben. Das klingt im ersten Moment toll. Ich persönlich würde es nicht machen, weil man zum Beispiel wesentlich mehr Value bekommt mit den Punkten, wenn man sie zu Hyatt transferiert. Aber ich möchte dem einen oder anderen halt hier nochmal zeigen, wie viel flexible amerikanische Kreditkarten sind, weil wenn man zum Beispiel Punkte bräuchte bei IHG, dann wäre es halt eine Möglichkeit. Aber mit einer Karte zum Beispiel, die von der Chase auch ausgegeben wird, die IHG-Karte, da kriegt man wesentlich mehr Punkte. Ja, ich weiß, ich mache wieder Werbung für amerikanische Kreditkarten und ihr könnt auch hier, da ist es, könnt ihr auch mir eine Nachricht schreiben und wir können uns gerne über amerikanische Kreditkarten unterhalten. Aber um dieses Angebot nochmal zu bewerten, wenn es ein 150% Bonus wäre oder vielleicht sogar 200, dann wäre es natürlich voll das Burner-Ding. Aber so ist es halt nur dazu gedacht, wenn jemand das hat, der schon bei uns die Chase-Karte mitgeholt hat, macht es nur im äußersten Notfall. Und ihr wisst ja immer, wenn ihr eines der Produkte in Amerika von uns habt, dann lieber fragen, zweimal fragen, dreimal fragen, als was machen, was vielleicht keinen Sinn macht. Gut, wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen. Und ich gebe euch jetzt natürlich nochmal die Fragen des Tages, die auch nicht vergessen werden sollen. Und zwar die erste Frage, die wir haben, ist: Seid ihr erleichtert, dass Lufthansa jetzt die ITA übernehmen kann? Ich persönlich bin erleichtert, weil ich kann es nicht mehr. Also insofern, das war jetzt so die Thematik, dass wir das endlich abschließen können. Und 41% an Hansens, wenn sie dann irgendwann mal die 90 und dann die 100 vielleicht haben, das ist dann natürlich ein Thema. Zweite Frage des Tages ist mit dem Champagner. Stört es euch wirklich, wenn es keinen Champagner mehr gibt im Flugzeug? Ich erinnere mich an einen von unseren Schuhherstellern, als wir die Schuhgeschäfte hatten, der hat uns Cremant-Sekt gegeben. Und ich fand ihn jetzt ehrlicherweise nicht so viel entfernt von Champagner. Fand den halt relativ okay. Haben den auch viel genutzt, um den halt an Kunden zu geben, wenn irgendwas mal war, Geburtstag oder sonst was, weil er auch vom Schuhhersteller dann gebrandet war. Also da könnt ihr jetzt antworten, ob das für euch ein Problem ist. Wir hatten ja gestern das Extrembeispiel Emirates auf der anderen Skala, die halt wirklich above and beyond gehen, die zum Plentitude gehen, also zu dem P2 oder aber auch sogar zu dem Dom Perignon Rosé. Und da solltet ihr jetzt zu antworten. Und natürlich die dritte Frage, die sich einem hier stellt, ist: Wie seht ihr das mit der EM? Wie seht ihr das, ob ihr solche Flugskandale rund um die EM als Problem seht? Oder ist das eher etwas, wo ihr sagt, ach, geschenkt? Meine Meinung wisst ihr dazu. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Kommentiert unten, schreibt, was ihr dazu denkt. Sagt, dass ihr den Kanal mögt, indem ihr die Glocke anmacht, ein Like da lasst. Aber auch, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft. Und ja, ich habe es angedroht. Wir werden demnächst ein paar Termine machen. Mario warte ich noch drauf, wann er kann, dass wir mal wieder ein Vielflieger-Wochenende machen. Da bin ich mal gespannt, was er sagt. Dann geht es auch wieder lustig weiter. Und für euch natürlich wie immer an dieser Stelle der Abspann. Soll ich das so machen? Abspann.